Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Sorge dich nicht. Lebe. Von Dale Carnegie ist ein Klassiker im Bereich der Selbsthilfe und Persönlichkeitsentwicklung, der erstmals 1948 erschienen ist. Das Buch hat seitdem Millionen von Lesern weltweit geholfen, einen neuen Umgang mit Sorgen, Ängsten und den Herausforderungen des Alltags zu finden. Carnegie greift in seinem Werk auf eigene Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und zahlreiche Fallbeispiele zurück, um zu zeigen, wie wir unser Denken und Handeln so verändern können, dass Sorgen weniger Raum in unserem Leben einnehmen. Das Buch ist sehr praxisorientiert und spricht sowohl Menschen an, die von ständiger Unruhe und Ängsten geplagt sind, als auch diejenigen, die ihren Alltag gelassener, zufriedener und erfolgreicher gestalten möchten. Carnegies Ansatz ist verständlich und voller Vertrauen in die Fähigkeiten jedes Einzelnen, die eigenen Sorgen zu überwinden und das Leben zu genießen. Indem er konkrete Strategien und bewährte Methoden anbietet, motiviert er seine Leser, aus der Passivität der Angst auszubrechen und die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen. Sorge dich nicht. Lebe ist ein lebensverändernder Leitfaden, dessen zentrale Botschaft aktueller denn je ist. Sorgen und Ängste müssen nicht unser Leben bestimmen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die zerstörerische Kraft der Sorgen erkennen. Im ersten Teil des Buches legt Dale Carnegie dar, wie schädlich konstante Sorgen und Angst für unsere Gesundheit, unser Glück und unsere Leistungsfähigkeit sind. Er erklärt, dass viele Menschen unnötig unter Sorgen leiden, was zu körperlichen Beschwerden, Schlafproblemen und sogar zu schwerwiegenden Erkrankungen führen kann. Carnegie zeigt anhand von eindrücklichen Beispielen, wie Sorgen in unserem Alltag schleichend Einzug halten und unsere emotionale wie physische Stabilität untergraben. Ein zentrales Anliegen ist es, dem Leser bewusst zu machen, dass Sorgen keine Probleme lösen, sondern uns oft nur lähmen. Er betont die Notwendigkeit, sich ihrer Auswirkungen auf unser Leben ehrlich zu stellen. Erst mit diesem Bewusstsein können wir anfangen, uns zu verändern und neue, gesündere Wege im Umgang mit Ängsten zu finden. Die Erkenntnis über die zerstörerische Kraft der Sorgen ist laut Carnegie der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfüllteren Dasein. Zweitens. Strategien zur Überwindung von Sorgen. Carnegies Buch ist dafür bekannt, praktische und direkt umsetzbare Strategien gegen Sorgen zu vermitteln. So empfiehlt er beispielsweise, Situationen, die uns beunruhigen, rational zu analysieren und zwischen lösbaren und unlösbaren Problemen zu unterscheiden. Ein Kernelement seines Ansatzes ist die Methode, im Tagesabteil zu leben, also den Fokus nur auf den gegenwärtigen Moment zu legen, anstatt sich in Zukunftsängsten zu verlieren. Weitere Empfehlungen sind das Aufschreiben der eigenen Ängste, Gespräche mit vertrauten Personen und das strukturierte Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in kleinen, erreichbaren Schritten. Carnegie gibt seinen Lesern Techniken zur Priorisierung an die Hand und rät, tägliche Routinen zur Reflexion und Entspannung aufzubauen. Die erfolgreiche Anwendung dieser Methoden wird durch zahlreiche Fallbeispiele aus dem echten Leben illustriert, was Mut macht, sie im eigenen Alltag auszuprobieren. Drittens. Mit Kritik umgehen und Selbstvertrauen stärken. Ein großes Thema im Buch ist der richtige Umgang mit Kritik, denn viele Sorgen entstehen aus der Angst vor der Beurteilung durch andere. Carnegie erklärt, wie wir lernen können, konstruktiv mit Kritik umzugehen, anstatt uns von negativen Meinungen herunterziehen zu lassen. Ein wichtiger Schritt ist, Kritik differenziert zu betrachten und zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Vorwürfen zu unterscheiden. Ebenso zeigt er auf, wie das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Erfolge dazu beiträgt, das Selbstvertrauen nachhaltig zu stärken. Übungen zur Selbstreflexion, das Führen eines Erfolgsjournals und das bewusste Feiern kleiner Fortschritte sind nur einige der von Carnegie empfohlenen Methoden. Mit diesem Kapitel legt er das Fundament dafür, die eigene Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und sich von den Fesseln der Selbstzweifel zu befreien. Viertens. Die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Carnegie betont die immense Wichtigkeit gesunder sozialer Beziehungen für unser seelisches Wohlbefinden. Er zeigt in diesem Kapitel, dass viele Sorgen auch deshalb entstehen, weil wir Konflikte im beruflichen oder privaten Umfeld nicht richtig adressieren oder aus Angst vor Ablehnung vermeiden. Der Autor stellt Kommunikationsmodelle vor, die helfen, offen und ehrlich mit anderen umzugehen, Missverständnisse zu klären und so einen positiven Einfluss auf die eigene Lebenszufriedenheit zu nehmen. Durch Einfühlungsvermögen, aktives Zuhören und Wertschätzung kann es gelingen, Vertrauen aufzubauen und belastende Konflikte zu reduzieren. Carnegie unterstreicht, dass gegenseitige Unterstützung wichtige Ressourcen gegen Sorgen sind und ermutigt dazu, das Netz sozialer Beziehungen bewusst zu pflegen. Schließlich, von der Theorie zur Praxis. Die tägliche Anwendung, um die im Buch vorgestellten Prinzipien nachhaltig ins Leben zu integrieren, empfiehlt Carnegie eine konsequente Umsetzung im Alltag. Er motiviert die Leser, jeden Tag kleine Schritte zu unternehmen, sei es durch das direkte Angehen einer Sorge, das Praktizieren von Dankbarkeit oder die bewusste Reflexion am Abend. Ein Kernthema dieses Kapitels ist die Stärkung der eigenen Resilienz, also die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten optimistisch und lösungsorientiert zu bleiben. Der Autor liefert praktische Übungen, etwa das Führen eines Sorgentagebuchs oder das Entwickeln eines individuellen Problemschemas, mithilfe dessen Lösungen systematisch gesucht werden. Am wichtigsten ist, laut Carnegie, das ständige Dranbleiben. Wer konsequent und geduldig an sich arbeitet, wird erleben, wie sich Angst in neue Zuversicht verwandelt. Zusammenfassend: Sorge dich nicht. Lebe. Von Dale Carnegie richtet sich an alle, die häufig von Sorgen, Ängsten und Stress geplagt werden und nach wirksamen Wegen suchen, um mehr Zufriedenheit, Gelassenheit und Lebensfreude zu entwickeln. Besonders Menschen, die im Berufsleben unter starkem Druck stehen oder immer wieder in Grübelschleifen über Probleme und Konflikte geraten, profitieren von den praxisnahen Strategien des Buches. Doch auch für Studierende, Eltern, Führungskräfte oder Seniorinnen und Senioren ist dieses Werk ein wertvoller Leitfaden, um wieder mehr Kontrolle und Lebensqualität zu gewinnen. Die Stärke des Buches liegt darin, alltagstaugliche Lösungswege anzubieten, die jederzeit umsetzbar sind und zu nachhaltigen Veränderungen führen können. Der Ansatz, Sorgen mit Hilfe von klaren Methoden aktiv zu bewältigen, unterscheidet sich deutlich von vielen anderen theorielastigen Selbsthilfebüchern. Carnegie schafft es, Mut zu machen und Hoffnung zu geben, ohne zu moralisieren oder unrealistische Versprechen zu geben. Stattdessen ermutigt er zu Eigenverantwortung und vermittelt das Gefühl, tatsächlich etwas gegen Ängste und Unsicherheiten tun zu können. Wer sich für dieses Buch entscheidet, investiert in ein bewährtes Konzept, das seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt geholfen hat, ihr Leben positiv zu verwandeln. Im Vergleich zu anderen Werken im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung punktet Sorge dich nicht. Lebe. Durch seine Authentizität, Pragmatismus und sein tiefes Verständnis menschlicher Bedürfnisse. Es ist ein Ratgeber, der lebenslang wertvolle Begleiter sein kann und deshalb in keiner privaten Bibliothek fehlen sollte. Wenn Sie unterstützen möchten, Dale Carnegie, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.